Ja, und damit sage ich wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zur neuen Folge von The Council. Wir sind mittlerweile bei der Nummer 16 angelangt und wir sind immer noch dabei, die Verdächtigen der Reihe nach zu besuchen. Hier unterwegs noch alles aufsammeln, was wir so vergessen haben. Wir haben ja letztens angefangen beim Herrn von und zu Wöllner. Und heute werden wir uns mal die englischsprachigen vornehmen. Hier müsste allerdings genau nochmal der Tatort sein. Den werden wir jetzt aber noch nicht oder beziehungsweise nicht mehr durchforsten. Da sollten wir soweit eigentlich alles entdeckt haben. Zumindest alles, was jetzt so auf den ersten Blick wichtig ist. Wir wollten uns heute ja auf jeden Fall mal den Washington vornehmen und dann schauen wir mal, ob wir noch eine weitere Person schaffen. Wobei der eigentlich ein Alibi hat. Es geht eigentlich nur darum, wegen dem Schuhabdruck mit den großen Füßen. Ich bin da ja immer noch geistig beim Perü. Aber einfach der Vollständigkeit halber und weil er das nächste Zimmer hier im Flur hat, werden wir uns den heute vornehmen. Natürlich werden wir auch hier erst einmal noch das Zimmer abchecken. Da oben steht noch irgendwas rum. Ich glaube ein Fläschchen. Ja, was soll der Geiz? Einfach hier mal ein bisschen Goldelixier. Ne Quatsch, Chili Royal war das ja. Einsetzen und dann können wir es nicht einmal verwenden. Das war ja sehr klug. Egal. Wir schauen auf jeden Fall, dass wir hier mitnehmen, was wir kriegen können. Nebenbei ein bisschen die Gemälde und Skulpturen oder was auch immer hier so rumsteht begutachten. Da hinten sehen wir schon den guten Washington am Fenster stehen. Der muss jetzt aber noch ein bisschen warten. Ich möchte erstmal noch sein Schlafzimmer durchstöbern nach vielleicht irgendwelchen Spuren oder auch nicht. Wobei, was wir eigentlich schon wissen, ist, dass das Schmerzmittel von ihm stammt oder zumindest aus seinem Land. Hier hätten wir ein paar Stiefel, die wir aber leider nicht näher untersuchen können, die möglicherweise zu dem Fußabdruck passen könnten. Portrait of George Washington. Hier ein Selbstporträt. Ne, Selbstporträt sicher nicht. Wahrscheinlich malen lassen. Genau. Und gegebenenfalls würde ich fast vorschlagen, wir gucken jetzt gerade mal. So ein Erdsternchen könnte gegebenenfalls nichts schaden. Wo waren denn das jetzt hier nochmal Notizen? Weil wir über den guten Washington gar nichts wissen, was seine Stärken und Schwächen betrifft. Deswegen sollten wir uns da vielleicht irgendwas reinpfeifen. Erstmal die negativen Effekte aufheben. Und dann geben wir uns mal einen kleinen Schub. Vielleicht können wir es ja brauchen. Da haben wir Schriftverkehr, den wir aber leider... I'd like to invite you to join me as planned at my place. I have a project to show you. It is time that the United States played a more important role on the world stage. I understand your reluctance of playing with fire. I know your new country is very young, but rest assured that I would do nothing to jeopardize what we have built together. I look forward to seeing you soon. Your friend, William.
Okay, zumindest den Brief können wir lesen. Den anderen können wir leider nicht entschlüsseln. Der ist wohl irgendwie in Geheimsprache, whatever, geschrieben. Und dann werden wir mal hier nachhaken. You can guess why I'm here. Of course. Lord Mortimer has sent me to ask you a few questions about last night. It's... How am I going to tell Elizabeth's father that she's dead? I know, Mr. President. I shall endeavor to find out the truth about this tragedy. I must ask you to help me, though. Please. Find the degenerate pig who did this, Louis. Okay, was können wir jetzt... Fragen wir erstmal das, was keine Punkte kostet, beziehungsweise Are das you kostet alright, ja auch Mr. nichts. President? Are you feeling alright? Oh, don't worry. It's this rotten toothache. What do you expect? I'm no spring chicken now. Tell me, Mr. Zahnschmerzen. President, had you spoken to Elizabeth since your arrival? You know her father. You thought she was dead. No, I didn't. And I believe I'll be taking my remorse with me to my grave. I wanted to, but I didn't know where to begin. You can't blame yourself. You couldn't have known that her days were numbered. Were Okay, you das ist aware auch that nichts Elizabeth Neues. took laudanum? Yes, she came to ask me for some. She had finished her reserve, I believe. Did she tell you why she was so desperate to get some, Mr. President? She said she had terrible migraines that wouldn't go away. More likely for the voices she heard, not the migraines. Ja, das kann durchaus möglich sein. Weiß er sonst noch was? Do you know if she had any enemies, Mr. President? Not that I know of. I heard about her altercation with Mr. Peru, but that case was closed if I'm not mistaken. But if in doubt, I wouldn't leave any door unopened. And I'd go and question your fellow countrymen. Don't worry, countryman or not, I'm not letting anybody slip through the cracks. Do you know why she came to the island? To get help, if I'm not mistaken. Isn't that right? Indeed. Sir Gregory suggested to her father that he introduce her to Lord Mortimer to see if he could help her. Okay, wir lassen ihn einfach mal reden. Andere Option bleibt jetzt eh Yes, nicht. Lord Mortimer has a talent for healing, apparently. I'm not surprised Sir Gregory advised her to come. Agreed. Mr. President, we found a footprint at the scene of the crime. Not a dress shoe, I hope. That's all I wear. No, rest assured, it looks like the print of a big ankle boot. A large size, I'd say. Perfect. That should help you, Louis. It's a clue. Okay, also wirkliche Neuigkeiten haben wir jetzt hier auch nicht. Er gibt jedenfalls zu, dass er das Schmerzmittel gegeben hat, aber das wussten wir ja vorher schon, dass das wohl aus seinen Reserven stammt. Was mich jetzt ein bisschen verwirrt, ist die Geschichte mit dem Abendschuh, weil da neben seinem Bett eindeutig ein paar Stiefel stand. Map of Connecticut. Muss jetzt aber nichts heißen, die kann er auch tatsächlich nur draußen tragen, wenn seine Aussage soweit richtig ist. Wirklich verdächtig hat er sich in dem Sinne jetzt nicht gemacht. Aber da ist natürlich die Frage, ob das irgendwer machen wird. Da müssten wir uns mal überraschen lassen. Lassen wir ihn mal fürs Erste in Ruhe. Und dann schauen wir mal. Theoretisch müssten wir eigentlich hier locker noch eine zweite Befragung in der Folge unter. Hat man da direkt was? Noch ein Münzchen. Müssten wir locker noch eine zweite Befragung unterkriegen. Ich folge jetzt einfach mal dem Flur. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer die ist wohl nur für Angestellte, die Tür. Wahrscheinlich die, die das Buffet hier anrichten und
räumen und so weiter und so fort. Dann müsste jetzt hier eigentlich als nächstes... Ach so, ja, der kann ja gar nicht da sein. Das war der Kardinal, der steht ja oben beim Mortimer. Dann müssten wir jetzt hier unser eigenes Zimmer haben. Da gehen wir auch erstmal nicht hin. Können wir auch gar nicht. Und dann müsste eigentlich schon Elisabeth kommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee, den Godoy, aber den haben wir ja noch nicht einmal gesehen. Genau, der war, glaube ich, der wird später anreisen. Oder wie war hier nochmal das Gerücht? War ich, wenn man immer alles merken könnte. Da war die Emily. Emily natürlich und nicht Elisabeth. Elisabeth war ja die Tote. Schon wieder Verpeiltheit at its best. Sorry dafür. Nice touch for the woman English Duchess. Auch hier haben wir natürlich Gemälde ohne Ende. Die werden wir jetzt nicht alle anschauen. Ich finde es deutlich interessanter, was hier so alles rum am Liegen ist. Den Brief können wir leider nicht näher begutachten. Hier haben wir noch was zum Einsammeln. Grammar of Port-Royal. Ah, the artistry of the French language and all its splendor. Whoever masters French commands the world. At least une partie of it. So, da ist nicht mehr. Dann schauen wir mal, was hier noch rumliegt. I received your last letter. Unfortunately, the Crown informed the Golden Order that our mission should under no circumstances hamper Sir Gregory's plans. Decidedly, they have support from the highest level in Buckingham Palace. So here we both are, hands and feet tied, and little room to maneuver. Keep me abreast of events. Our mission is becoming more complicated. Yours, E. T.S. The French chapter of the Order doesn't appear to know anything about the arrival of our friend Sarah. I therefore cannot comment on it. However, my guess is that she has come here for personal reasons. Okay, der ist offensichtlich von ihrer Schwester. Und ich glaube, dass das unsere Freundin eher sarkastisch gemeint ist. Das werden wir mal im Hinterkopf behalten. Dann sammeln wir hier noch ein paar Fläschchen ein. Und bevor wir ihr auf die Pille rücken. A letter from William Pitt the Younger addressed to Emily. He's the present Prime Minister of the United Kingdom. Emily has indeed some powerful backers. Madam, thank you for consoling Was ist hier noch vor? The king's situation is worsening, but I wager he'll recover from this present fit. Next time you speak with Her Majesty the Queen, would you please be so kind as to ask her to look into my petition to raise taxes with the king? I will personally see to it that our nation will recover from this impasse. But King George's mental situation is slowing down our decision-taking. Thank you in advance for all your help. William Pitt, Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain. Gut, das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Dafür haben wir leider keinen Schlüssel, aber das sollten wir auch gerade noch so schaffen. Dear Gregory, thank you for the information. I've managed to find out about the names you gave me. George Washington is a man you can trust. In spite of his obvious talent for politics, he has remained upright and honest. On the other hand, as you may well know, he is already doing business with Lord Mortimer. It will be more difficult to approach him. Napoleon Bonaparte was unknown to me until today. He's a passionate young French soldier for whom Mortimer predicts a promising future.
take heed. He is a man of conviction, which to my mind makes him potentially dangerous. As for Sarah de Richet, what more is there to say? You already know each other. She was apparently invited by Lord Mortimer about an ongoing matter in Paris that concerns a receiver in stolen art. See you soon. Duchess Emily Hillsborough. Nun gut. Schauen wir mal, was das wird. Keine neuen Informationen soweit. Jedenfalls hat sie irgendwie Connections zu allem und jedem, wie es scheint. Pitt the Elder, addressed to Emily. He was the English Prime Minister. This letter dates from 15 years ago now. Madam, I shall never thank you enough for all your care and attention. I shall be indebted to you until my last breath. If you have any request of me, you only need ask. With regards to my son William, I shall never thank you enough for looking after him. You know the latter's preferences, and you will understand he needs you desperately. For that, and as agreed with Queen Charlotte, our friend Duke Hillsborough will carry out his task and meet with you within 6 months. From then on, you'll be free from want. Yours sincerely, William Pitt, Count of Chatham. A devil's thorn, to be used to uncover the best disguised traits. Okay, wir wühlen jetzt einfach mal in den Sachen, während sie daneben steht. Das kann ja nie schaden. Aber sie schaut ja zum Glück aus dem Fenster. Ja, jedenfalls hat sie bestimmt Connections zu allem und jedem, was sie grundsätzlich gefährlich macht. What can I do for you, Louis? Aber schauen wir mal. I've come to see you about last night's tragedy. Did you hear anything about what happened to Elizabeth? Yes, we all did. Rumors spread quickly, you know. How awful. I didn't know her well, but I hope at least the poor thing didn't suffer too much. Ja, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber She didn't have time. I'm afraid Miss Adams was stabbed several times. Good God, what a tragedy. Do you know what happened exactly? In fact, Lord Mortimer has asked me to look into this case, Emily. Really? Are you Lord Mortimer's snoop now? I'm doing it for Elizabeth, not to please Mortimer. Good for you. Quite right, too. Have you found out anything? naja, nicht so wirklich. Und wenn, dann wird man sie ja nicht auf die Nase binden. Since your arrival, did you notice anything strange about Elizabeth? Everything that happened around that poor child was strange. You saw that for yourself. I know. You're right. I'm looking for leads to try to reduce the number of suspects. Well, I would say that in addition to ourselves, you could also cross off President Washington. I went to see him during the night. I had some business with him, and I can confirm that he didn't leave his room all night. That gives Washington an alibi. Gut, den hat man eh nicht wirklich drauf. Did you and Elizabeth get to know each other? I must admit, Louis, I didn't take much interest in her. I feel a bit guilty about it, but I never actually spoke to her. She seemed burdened by her problems, and as she wasn't invited to the conference, I didn't really seek her out. We've found the murder weapon. What is it? A dagger, quite slim. Have you found its owner? Not yet. Still searching as it happens. That said, since the blade penetrated the body several times, the murderer's hand will have been covered in blood. You think that's a clue? The handprint was a very slender hand, Emily. Probably that of a woman. Do you realize what that means? There are only 3 of us on the island. Bearing in mind that neither my sister nor myself had any reason to set upon the young lady, that means... I know, Emily. I know. Keep up your courage, Louis. I'm sure there's an explanation. You're bound to shed some light on it all. If what you say is true, Emily, I'm less and less enthusiastic about shedding any light on Ja, this. dass da nur noch unsere Mutter überbleibt, den Verdacht hatten wir auch schon. Discussions with the Holy See. Oh, either His Eminence can't keep his tongue from wagging, or you've been poking your nose where you shouldn't, sir.
Even so, Emily, you're raising a royalist army. That's no small matter. And you are straying from the subject. Is there anything else you wanted to ask me? I found a torn piece of dress in Miss Adams' room. Gray silk. Where's it from? That's what I'm trying to find out. The color doesn't match any of Elizabeth's dresses, but I might not have found all of her clothes yet. Good Lord, Louis, do you realize what this means? If this piece of dress isn't from Elizabeth, then it's... I don't have any grey silk dresses, Louis. Neither does my sister, since we wear the same clothes. Yeah, that's exactly what I wanted to check with you. I'm so sorry, Louis. Thank you. Are you all right? You know, I'm sure there's a good reason why your mother was at the scene. Thank you, Emily. Gut, das ist jetzt wirklich auch nichts, was uns großartig weiterbringt. I won't keep you, Emily. Thank you. Den Washington hatten wir eh nicht wirklich auf der Liste und wo sie war, wissen wir ja. Da waren wir ja dabei. Wir sind also genauso weit wie vorher. Der Perry ist von Haus aus irgendwie verdächtig und unsere Mutter haben wir irgendwie auch noch auf dem Schirm. Wo auch immer die gerade steckt. Das erschwert das Ganze natürlich, weil der eine haut uns um, wenn wir ihn verdächtigen und die andere ist schlicht nicht da. Hier haben wir jedenfalls noch Bernstein. Aber das hilft jetzt erstmal nichts, deswegen würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss und befragen dann beim nächsten Mal dann mal die französische Fraktion. Bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao, ciao.